Am ersten Tag unseres Urlaubs in der Region Zell am See Kaprun machen wir uns auf den Weg zu einem der beliebtesten Ausflugsziele hier, den Kaprun-Hochgebirgsstauseen. Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex von Alex Travels und heute bin ich im wunderschönen Salzburger Land, genauer gesagt bei Zell am See Kaprun. Und heute gehen wir auf die Hochgebirgsstauseen, hier eine der beliebtesten Attraktionen, denn hier gibt es den höchsten Schrägaufzug der Welt. Und die Hochgebirgsstauseen sind über 2000 Meter hoch, wahnsinnige Wassermassen inmitten einer wunderschönen Berglandschaft. Ich würde sagen, ohne weiteres Reden, gehen wir mal los, liebe Freunde. Ja, bitte. Nachdem wir uns unsere Tickets gekauft haben, steigen wir in einen der bereitstehenden Busse, der Besucher durch spektakuläre Felstunnel bis zum Schrägaufzug bringt. Die Felstunnel sind gerade so groß genug, damit die Busse durchfahren können. Die erste Busfahrt bringt uns bis zum größten offenen Schrägaufzug in Europa. Der Lerchwand-Schrägaufzug ist wirklich beeindruckend. Er überwindet in 5 Minuten unglaubliche 431 Höhenmeter bei einer Steigung von 81%. Ursprünglich wurde der Schrägaufzug beim Bau der Kaprun-Hochgebirgsstauseen genutzt, um schwere Baumaterialien und Geräte hochzubringen. Und der Schrägaufzug wurde tatsächlich genutzt, um ganze Lastwagen nach oben zu transportieren und kann dementsprechend bis zu 14 Tonnen Last bewegen. Heute ist die maximale Zuladung auf 185 Personen festgelegt, was eine ganze Menge ist. Und die Fahrt ist wirklich beeindruckend. Oben angekommen geht es auf die zweite Busstrecke und wir steigen in die bereitstehenden Busse ein. Da es eine Einbahnstraße ist, wegen der sehr engen Felstunnel müssen wir kurz warten, bis ein Bus heruntergekommen ist. Dann geht die spektakuläre Fahrt hoch bis zu den beiden Hochgebirgsstauseen Wasserfallboden und Moserboden. Bei der Fahrt durch die Felstunnel hat man wirklich den Eindruck, dass hier nichts mehr dazwischen passt. Aber tatsächlich sind hier schon noch ein paar Zentimeter Platz, also kein Grund zur Aufregung. Die Busfahrer haben offensichtlich kein Problem damit, hier durchzufahren und die Fahrt macht richtig viel Spaß und bietet bereits schöne Aussichten auf den Wasserfallboden, die Staumauern und die Bergwelt. Auf der Fahrt haben wir hier schon wunderschöne Ausblicke auf eine faszinierende Umgebung im Kapruner Tal in den Hohen Tauern in Österreich. Am Moserboden angekommen, steigen wir aus dem Bus aus und sind schon richtig beeindruckt von der traumhaft schönen und spektakulären Umgebung hier. Im Bergrestaurant Moserboden kann etwas gegessen und getrunken werden. Und in der Umgebung am Moserboden gibt es zahlreiche Wandertouren, Spaziergänge am See oder auch eine größere Bergtour. Wir sind allerdings heute hier, um einen gemütlichen Spaziergang über die Staumauern und am Hochgebirgsstausee Moserboden entlang zu machen. Dabei wollen wir dieses spektakuläre Ausflugsziel an einem wunderschönen sonnigen Tag erkunden und einfach nur bewundern. Wer möchte, kann hier im Infozentrum natürlich auch eine geführte Tour buchen und so auch durch das Innere der gewaltigen Staumauer gehen. Die wunderschöne Landschaft rund um den Hochgebirgsstausee im hinteren Kapruner Tal am Rande der Hohen Tauern ist wirklich beeindruckend. Und bevor wir losgehen, verbringen wir hier etwas Zeit, um die traumhaft schöne Seen- und Bergwelt zu bewundern. Von hier aus kann das große Wiesbachhorn mit 3564 Metern, der hintere Bratschenkopf mit 3418 Metern und im Hintergrund des Hochgebirgsstausees Moserboden auch der hohe Riffel mit 3338 Metern betrachtet werden, um nur einige der Berggiganten hier zu nennen.
Dazu die beeindruckenden Gletscher, die die Stauseen mit Wasser versorgen. Der Kaindl, der Bärenkopfgletscher, der Schwarzköpfel und der Karlinger Kees am Hohe Riffel sind sehr gut zu sehen. In den hohen Tauern werden Gletscher übrigens auch als Kees bezeichnet. Am Stausee sind 7 Gletscher der Glocknergruppe zu sehen. Dabei ist der Karlinger Kees am Hohe Riffel mit einer Fläche von 4 Quadratkilometern und einer Länge von 3,5 Kilometern der größte und längste Gletscher im Kapruner Tal. Die Kapruner Hochgebirgsstauseen liegen wie 2 Fjorde im hinteren Kapruner Tal in Österreich, eingebettet zwischen den 3000ern der Alpen am Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Mit ihrem kristallklaren Wasser und dem atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge bieten die Kapruner Hochgebirgsstauseen eine einzigartige und wunderschöne Kulisse für Besucher. Die Stauseen, die als Wasserfallboden und Moserboden bekannt sind, befinden sich auf einer Höhe von 2040 Metern über dem Meeresspiegel. Die Kapruner Hochgebirgsstauseen wurden zur Stromerzeugung aus Wasserkraft gebaut und sind eine wichtige Quelle für erneuerbare Energie in der Region. Neben ihrer Funktion bieten die Seen aber auch eine atemberaubende Landschaft in der wunderschönen Bergwelt und gehören deshalb zu den Top-Ausflugszielen in der Urlaubsregion Zell am See Kaprun. Wer möchte, kann hier am Fotopoint auch ein Foto von sich und der ganzen Familie mit dem wunderschönen Wasserfallboden-Stausee im Hintergrund machen. So wie ich hier. Übrigens, ich bin Alex und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal gleich abonniert und mir einen dicken Daumen nach oben für dieses Video gebt. Vielen Dank. Auf dem Moserboden steht das Ehrenmal Aus Arbeit und Opfer ein Werk. Das Ehrenmal wurde in Gedenken an alle Ingenieure, Arbeiter und Kriegsgefangene, die beim Bau der Kraftwerksgruppe Glockner Kaprun ihr Leben gelassen haben, errichtet. Von 1947 bis zur Fertigstellung im Jahr 1955 waren es 161 Tote. Durch das Mahnmal kann durchgelaufen werden, um nachzuvollziehen, wie beengt damals die Arbeitsverhältnisse für die Arbeiter im Fels waren. Wow, das ist richtig eng hier drin. Unter solchen Bedingungen wurden die Gänge gebaut für die Staumauer. 60 Kilometer Länge insgesamt dieser Gänge. Also ich passe hier gerade so durch. Anschließend machen wir uns auf den Weg über die gewaltige Mosersperre. Mit einer Höhe von 107 Metern und einer Länge von 497 Metern stellt sie ein wahrhaft gigantisches Bauwerk dar. Von der Mosersperre können wunderschöne Ausblicke auf den darunterliegenden Wasserfallboden oder den angestauten Moserboden bewundert werden. Die Höhe ist wirklich sehr beeindruckend. Wer möchte, der kann auch auf die Höhenburg-Aussichtsplattform hochlaufen, um einen etwas erhöhten Ausblick zu haben. Wir sind weitergelaufen, um zu einem anderen schönen Aussichtspunkt zu gehen. Denn wir wollen die Moserboden-Staumauer von dort aus betrachten. Auf dem Weg kommen wir an einem der in den Hochgebirgsstausee in Moserboden fließenden Gletscherbäche vorbei. Unglaubliche Wassermengen, die Tag ein und Tag aus hier herunterströmen. Und das ist nur einer der zahllosen Zuflüsse, die von den 7 Gletschern und aus den Bergen herunterfließen. Nach der Staumauer gehen wir den Weg am Moserboden weiter um den See herum. Eine gewaltige Felslandschaft, die sehr beeindruckend ist, erwartet uns hier. Zahllose Steine und Felsen, die der Frost in den Felswänden losgesprengt hat, liegen hier und bilden eine surreale Naturschönheit. Von hier aus hat man auch den besten Blick auf die enorm große Staumauer.
Im Hintergrund die gewaltigen 3000er und die zahlreichen Wasserabgänge von den Gletschern machen uns demütig. Und unser Hund Miley freut sich über die Erfrischung im kalten Gletscherwasser, denn es ist heute ein wunderbarer sonniger Tag. Aus diesem Grund ziehen wir uns die Wanderschuhe aus und sitzen etwas am Wasser und lassen die Füße abkühlen. Ein wunderschöner Ort, um zu verweilen, und wir genießen die Schönheit des Kapruner Tals, des Stausees und der 3000er um uns herum. Auf dem Rückweg über die Staumauer sehen wir Kletterer in der Staumauer und schauen uns das ein paar Minuten fasziniert an. Denn wer Lust auf ein Abenteuer der besonderen Art hat, der kann hier an einer Klettersteigtour mit einem staatlich geprüften Bergführer teilnehmen. Anschließend machen wir uns auf den Rückweg mit dem Bus und dem Schrägaufzug, da wir heute noch nach Zell am See wollen, um uns den Ort anzusehen. Wenn dich das interessiert, dann schaue einfach auf meinem Kanal vorbei. Dort findest du viele weitere Filme und Videos über unsere Reisen. Natürlich auch aus der Urlaubsregion Zell am See Kaprun. Bis zum nächsten Video, euer Alex.